Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind immer noch in Taiwan und jetzt sind wir in Taipei und wir schauen uns jetzt einen richtig geilen Fischladen an oder Aquaristikladen eher. Und zwar Fishfeed. Das ist der Besitzer, Liao. Ja. Hallo. Hello, hi, Sasha. Hi, nice to meet you. 刘品范，欢迎来到气鱼水族，欢迎进来逛逛。 Thank you. Ja, wir schauen uns jetzt mal den Laden zusammen an und gehen einmal durch, damit ihr mal seht, was hier so abgeht. So, fangen wir mal am besten hier neben direkt an. Ja, hier haben wir ein paar schöne Nanobecken. Bisschen Algen, okay, aber das kann man verzeihen, das ist hier eine Fensterfront, wie ihr hier seht. Aber schön eingerichtet. Mit ein paar Vulkansäulen drin. Hier unten ein schönes Nanobecken mit ein bisschen Hardscape, mit Dragonstones. Hier haben wir ein bisschen Aquascaping-Zubehör von Ista und von Dennerle sehe ich gerade. Dann haben wir hier noch ein paar, nochmal ein Hardscape, ne, Biotop-Aquarium. Auch schön. Hier oben steht ein schönes Wabikusa. Hier haben wir auch noch ein schön eingerichtetes Wabikusa. Das sieht aus wie die Biolog-Dinger. Ich dachte gerade, der wäre echt, der Feigefrosch da drin ist aber nicht echt. Ihr könnt ja mal selbst umrechnen. Ich filme die Preise, soweit es geht, mal mit. Ein Taiwan-Dollar sind 30 Cent. So, hier haben wir nochmal ein schönes Replika von den Doa-Gläsern von JBG. Habe ich noch nie gehört vorher. War auch sehr, sehr schön gemacht. Gefällt mir richtig gut. Jetzt haben wir hier nochmal ein kleines Nano-Cube. Es scheint frisch eingerichtet zu sein. Dann haben wir hier so ein, ich glaube, das ist ein Biolog-Glas. Auch sehr schön. Ein bisschen Moos oder so, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Mir ist gerade der Name entfallen. Dann haben wir hier nochmal 3 schöne Nano-Cubes. Ja, an Produkten haben wir hier unter anderem sogar Sera im Programm. Dann scheint das eine einheimische Marke hier zu sein. Dennerle haben wir hier. Tetra. Was haben wir noch? Ocean Nutrition. Dann haben wir hier Wasseraufbereiter. Die Marke kenne ich gar nicht. Die hier, oder ist, nee, die kenne ich nicht. Aber hier ist nochmal Azo. Die Marke kennen wir ja, aber die Produkte hier noch nicht. Also die Flüssigprodukte. Wir haben bei uns in Deutschland ja nur die Filter, die Hang-on-Filter und die Oberflächenabsauger. Dann haben wir hier noch Seacam. Und noch ein paar Hang-on-Filter, ein paar schöne. Was haben wir hier noch? Auch wieder Sera. Also ja, Aquael haben wir sogar da. Aquael ist auch am Start. Sehr nice. So, gehen wir mal weiter. Hier haben wir die komplette Fischanlage. Ich werde euch am Ende der Tour nochmal so ein paar Shots einblenden, dass ihr mal seht, was hier so alles rumschwimmt. Brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. So, hier unten haben wir Hardscape. Auch eine kleine, feine Auswahl. Und mir wurde zum Beispiel auch gesagt, dass die hier Aquarien einrichten. Der Andreas hat da gerade noch ein paar mehr Informationen dazu bekommen. Die wird er euch gleich nochmal mitteilen. Also die fahren ein sehr, sehr interessantes Konzept hier. Und hier ist eine richtig geile Wurzel. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Was mir auch richtig gut gefällt, man sieht, dass hier Fachleute am Werk sind. Details, immer gut. Ein paar Pebblestones. Dann an Steinen, eigentlich dieselben Steine, wie wir auch haben. Dragonstones, schwarze Lava, Mini-Landschaft. Dann haben wir hier auf der Seite noch mal 2 schöne Schaubecken. Auch sehr, sehr schön eingerichtet. Also der Besitzer richtet die Becken selbst ein. Ich finde, er hat super Talent. Er hat bis jetzt noch an keinem Wettbewerb teilgenommen. Ich habe ihm dazu geraten, es auf jeden Fall mal zu machen, weil die Becken sehen echt super schön aus, finde ich. Hier haben wir noch mal In-vitro-Pflanzen von der Firma, die ich noch gar nicht kenne und noch nie gehört habe. Was sind die hier? Die Firma heißt Tiny. Keine Ahnung, aber die haben ja ein paar schöne Arten, die ich auch noch nicht kenne. Bacopa Salzmani Purple. Okay, noch nie gehört. Hier die Krypto habe ich auch noch nie gehört. Hier so ein bisschen Deko. Auch sehr cool. Der Luftbefeuchter, der steht glaube ich hier unten wegen den diesen Aufsitzerpflanzen, mir ist gerade der Name entfallen. So, dann haben wir hier nochmal ein schönes großes Schaubecken. Das ist das größte hier im Laden. Auch sehr cool eingerichtet. Klar, ein paar Algen sind am Start, aber
Ihr wisst ja, das gehört dazu. Auch sehr, sehr schön gemacht. Die haben hier leider noch einen Flipper drin. Ich weiß nicht, warum die einen Flipper hier eingesetzt haben. Muss ich mal nachfragen. An Beleuchtung haben wir hier die ONF Flat. Sehr geil. Ja, stimmt. Ist ja eigentlich auch sinnig, weil die kommen ja hier aus Taipei. So, gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, hier die Fischanlage. Richtig schön, sauber. Fische in gutem Zustand. Hier haben wir wieder dieses System mit den Wasserbehältern oben. Da wird das Wasser aufbereitet und wird dann beim Wasserwechsel in die Becken eingefüllt. Haben wir schon öfters gesehen hier in Taiwan. Dann haben wir hier den Kassenbereich. Auch sehr stylisch, wie ich finde. Richtig schön gemacht. Hier nochmal ein schönes Nano-Aquarium. Ihr wisst, andere Länder, andere Sitten. Klar, bei uns geht das nicht. Bei uns darf man keine Fische in so einem kleinen Aquarium halten und auch die Glowfische nicht. Hier haben wir den Kampffischblock. Auch schön vorbildlich abgetrennt immer, dass sie sich nicht sehen. Gefällt mir sehr gut, sehr sauber. Hier nochmal ein Nanobecken. Auch ziemlich frisch eingerichtet. Wie gesagt, der Kampffischblock gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir hier sogar Schildkröten. Wie gesagt, ihr kriegt am Ende von der Tour jetzt gleich noch ein paar Bilder eingeblendet, was hier alles rumschwimmt. Das gefällt mir auch richtig gut. Das ist einfach eine Holzplatte. Hier unten drunter ist Moos, so eine Halbkugel. Dann sitzen da so Aufsitzerpflanzen drauf. Sieht auch richtig geil aus, finde ich. Ich glaube, das merke ich mir mal für zu Hause und baue das mal nach. Richtig cool. So, was haben wir noch? Gehen wir mal weiter. Hier ist die Nanofischabteilung. Auch eine große Auswahl, was wir hier haben, wenn man mal schaut. Wie gesagt, es gibt gleich noch mal ein paar Shots von hier, was hier rumschwimmt. Dann haben wir hier noch mal ein Schaubecken. Da habe ich gerade eine Pflanze gesehen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Das sieht aus wie, wie nennt man das? Wie so eine Teichpflanze, Krebsschere. Ich muss mal nachfragen, ob das die ist, aber eigentlich ist es ja eine Schwimmpflanze. Muss mal nachfragen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Oder es kann auch eine Eriocaulon sein, eine große. Muss ich gleich mal nachfragen. Eventuell nehme ich mir da auch ein Stück mit von. Die gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch ein paar bemooste Steine. Ein paar bemooste Wurzeln mit Physidens und mit Ricardia. Auch sehr, sehr schön. Hier unten haben wir dann nochmal ein Becken, auch wieder mit Glowfischen. Und auch noch mehr bepflanzten Steinen und so kleinen Platten. Kurz über Landrassen da hinten drauf. Auch sehr, sehr schön gemacht. Hier haben wir eine kleine Pflanzenauswahl. Und hier unten haben wir auch nochmal ein kleines Pflanzenbecken. Also die haben recht wenig an Materialien da, aber dafür alles, was man braucht und in ausreichender Menge für das, was man braucht. Hier haben wir noch Dennerle-Kies, dann haben wir hier einen Säul. Den habe ich auch noch nie gesehen. Premium-Säul. Scheint irgendeine taiwanesische Marke zu sein. Ja, Dennerle-Kies. Was richtig cool ist, die haben hier unten so Plastikboxen, wo verschiedene Kiessorten drin sind. Und verschiedener Sand. Auch in super schönen Farben und Körnungen. Gefällt mir auch richtig gut. Und hier haben wir dann nochmal ein Schaubecken mit Goldfischen. Oder Orandas oder wie sie heißen. Hier haben wir dann den Garnelenblock. Auch sehr schön, sauber, ordentlich. Cool, hier haben wir noch so schwebende Mooskugeln. Auch lustig, sieht schön aus. Mit Bleigewicht haben die, mit Angelgewicht haben die das beschwert. Das ist natürlich auch eine Variante. Sehr, sehr cool. Also der Laden gefällt mir echt richtig gut. Ja. Den Laden gibt es auch erst seit 2 Jahren. Das ist noch relativ frisch. Schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch schon mal einen Link dazu eingeblendet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Andreas, weil der hat noch ein paar Hintergrundinformationen. Der hat gerade wieder das Briefing bekommen. Und lass uns mal so erklären, was hier so gemacht wird und was für ein Konzept die hier so fahren. Los geht's!
So Andreas, dann schießt du jetzt mal los. Genau. Ja, ihr habt jetzt ja vom Sascha die Eindrücke bekommen und ein paar Eindrücke vom Laden gesehen. Und ich würde euch einfach mal wieder die harten, nackten Fakten liefern zu dem ganzen Geschäft. Warte, wir sagen gerade nochmal für die Zuschauer, die vielleicht das erste Mal jetzt die Videos hier aus Taiwan sehen, warum wir das so machen. Die Leute hier sprechen Chinesisch. Wir haben einen Dolmetscher dabei bei der Tour und Andreas kriegt das Briefing immer nochmal übersetzt. Und ja, ich mache meinen Eindruck und er hört sich von den Besitzern an, wie das Konzept hier läuft und so weiter und so fort. Ganz genau. Ja, also wie gesagt, Fischfeed beim Herrn Liao, wie ihr ja schon gehört habt, hat ca. 200 Aquarien, hat ca. 10.000 Liter Wasservolumen, Quarantäne eingeschlossen, hat eine offene Quarantäneanlage, also nur mit einer Glasscheibe davor. Da dürfen die Kunden normal nicht rein. Wir durften rein, um ein paar Aufnahmen zu machen, mussten dann wieder raus. Finde ich eine tolle Sache. Habe ich so in der Form noch nie gesehen. Sascha, du? Eine Glasquarantäne? Also nee. Aber es zeigt, dass hier mit offenen Karten gespielt wird und was hier Sache ist. Also ich finde das Konzept von den Laden echt wirklich empfehlenswert auch für andere. Also ich habe auch gesagt, er soll sich in Taipei weiter ausbreiten. Ja. Vielleicht bei unserem nächsten Besuch gibt es schon ein zweites Geschäft, wenn er es ernst nimmt. Ja, es werden 300 bis 400 Arten angeboten. Hier ist interessanterweise der Topseller der Neon Tetra. Finde ich schön. Es werden ansonsten momentan so ein bisschen als Trend gesehen Garnelen, Salmler, Corridoras, das ist so ein bisschen das, wonach die Kunden so suchen aktuell. Ja, das Ganze wird hier von 3 Mitarbeitern betreut. Die haben alle so eine schöne Jeans-Schürze an mit so einem Lederriemen. Das ist die Dienstkleidung hier, damit man die Mitarbeiter erkennen kann. Und ja, die Aufgaben sind eigentlich wie fast überall in jedem Fachgeschäft. Morgens früh wird erstmal alles sauber gemacht. Es wird geschaut, dass die Becken in Ordnung sind, dass die Scheiben sauber sind. Dann wird einmal die Woche Wasserwechsel gemacht. Auch hier haben wir wieder dieses Konzept, was der Sascha euch bestimmt zeigen kann, mit den Becken oben über den Blöcken. Da drin wird das Wasser aufbereitet eine Woche lang und dann anschließend zum Wasserwechsel verwendet. Vorteil ist, das Wasser hat praktisch die gleiche Temperatur wie das Wasser im Geschäft und das Wasser hat ist halt eingelaufen, ein bisschen abgestanden und nicht ganz frisch, also kein Chlor mehr drin etc. pp. Sollte man vielleicht auch dazu sagen, hier in Taiwan ist sehr viel Chlor im Wasser, weil das alles aus einem Fluss gespeist wird und dann aufbereitet wird. Deswegen kann man das Wasser hier auch nicht trinken, das soll man vorher abkochen und deswegen machen die das auch hier so mit der Aufbereitung. Es schmeckt auch nicht. Also wenn man sich morgens die Zähne putzt, man nimmt es in den Mund und spuckt es wieder aus, ist okay, aber muss man nicht trinken. Ja. Hast du den Futterwagen schon gesehen, Sascha? Nee, noch nicht. Okay, den zeige ich dir gleich nochmal, genau. Also sie haben hier eine wahnsinnig große Palette an Futter. Die haben ein super Konzept, wie ich finde, also ähnlich wie das Konzept, was wir auch fahren. Wir haben ja auch immer das Konzept, möglichst die Fischer an jedes Futter zu gewöhnen, damit dann nachher die Endverbraucher und die Geschäfte leicht mit den Tieren umgehen können. Und die fahren hier das gleiche Konzept. Also es ist immer schön zu sehen, dass man noch Menschen trifft, die sich Gedanken zu ihrem Tun machen. Also das ist der Futterwagen. Da sind die verschiedenen Futtersorten drin. Wir sehen hier wieder dieses, wie ich finde, zumindest von der Verpackung her, schöne Futter von Asu. Ist das Azu? Ich glaube, ist das, ja genau. Und dann haben wir Hikari, dann haben wir Sera wird wohl noch verfüttert, Dennerle. Also wir haben eine sehr große Palette an Futtermitteln, die hier gefüttert wird. Ihr seht, guckt mal, da sind 30 Futtersorten offen, wenn es reicht. Und das finde ich schon viel. Also da wird schon versucht, ein Auge drauf zu legen. Und zusätzlich werde ich gleich dem Sascha noch was zeigen. Zusätzlich wird Frostfutter gefüttert, eigentlich ähnlich wie wir es von uns kennen. Du hast hier rote Mückenlarven, Artemia-Nauplien, Artemia, Mysis. Das müssten Rädertierchen sein, Zyklops und Grill. Also auch das ist ein geiles Konzept, das habe ich so auch noch nie gesehen. Das ist nicht eingefroren gerade, das sind einfach Samples. Ja. Genau, füll mal da rein, die sind leer. Das sind praktisch die leeren. Oder vielleicht sieht man es von der anderen Seite besser. Doch, man sieht es. Okay. Ja. Das sind praktisch die leeren Verpackungen und dann kannst du dem Kunden sagen, hey Kunde, schau, das ist unser Sortiment, was möchtest du haben? Und dann holen sie es hinten aus der Gefriertruhe raus, steht sogar der Preis überall drauf. Also coole Sache, vielleicht kann jemand das bei uns auch brauchen, das Konzept. Ja, dann haben wir hier, wo haben wir jetzt stehen geblieben, Fütterung, genau. Alle Becken sind einzeln gefiltert, finde ich auch wieder top, habe ich auch schon 100-mal gesagt. Einzelfilterung ist für mich das Allerbeste und nicht nur für mich, auch vor allen Dingen für die Tiere. Denen tut das am allerbesten, ja.
Hier werden ca. 2000 bis 2500 Fische im Monat verkauft und es werden Aquarien hier gescaped von den Mitarbeitern. Er hat 2 Mitarbeiter, die sich hauptsächlich mit dem Thema Aquascaping beschäftigen. Das bedeutet, die pflegen die Becken hier im Laden und sie richten praktisch Becken für die Kunden direkt ein und verkaufen die praktisch als, wie sagt man, als Fertigset mit Folie und so. Genau, die können sich hier im Laden wohl aussuchen, was sie haben wollen. Die kriegen das dann eingerichtet und kriegen es dann fertig gescaped mit nach Hause. Es geht natürlich nur über Nanobecken oder bis zu einer bestimmten Größe. Bei 1,50 Meter wird es ein bisschen schwierig, das vielleicht sogar noch am Ende auf dem Roller zu transportieren. Ja, genau. Aber nee, aber die Leute waren im Auto, da habe ich gesehen. Ja, finde ich ein sehr, sehr geiles Konzept auf jeden Fall. Definitiv. Hatte ich ja auch schon mal damals, als ich noch in einem Laden gearbeitet habe, geplant, so umzusetzen. Wird in Deutschland leider noch nicht so gut angenommen oder war nicht so gefragt, aber hier scheint es echt gut anzukommen. Finde ich auch ein super Service. Also wie gesagt, wird mindestens 5 bis 10 Mal im Monat angenommen, mal so als Fakt für euch. Dann habe ich so gefragt, was sind so die Sachen, auf die ihr hier besonders achtet. Das ist einmal die Gesundheitsvorsorge, das hatten wir schon mit der eigenen Quarantäne. Dann haben wir die Sauberkeit und die Atmosphäre für die Kunden. Wir haben jetzt mal die Musik ausgemacht. Hier läuft Musik, Fahrstuhlmusik, so ein bisschen jazzmäßig läuft hier Musik. Und das war ihm auch wichtig. Das wollte er auch so haben. Er wollte praktisch ein Geschäft haben, wo die Kunden kommen, eine gute Atmosphäre vorfinden und sich hier wohlfühlen und aber auch gleichzeitig alle Produkte bekommen. Weil er hat uns erklärt, in Taiwan gibt es entweder so ganz normale Fischshops oder Petshops, wo du halt Tiere kaufen kannst und Zubehör und alles ist billig und alles ist halt so normal von der Qualität her. Oder es gibt halt so High-End Aquascaping-Shops, wo es entweder alles so teuer ist, dass kaum einer sich leisten kann oder dass im Endeffekt die Leute auch gar nicht alle Produkte mehr finden, weil es einfach so spezialisiert ist, dass du nur noch High-End-Produkte findest. Ja, es ist und bleibt halt immer noch eine Nische, was Aquascaping ist. Und ich finde das Konzept von dem Store hier echt super. Also du hast alles, was du brauchst. Du hast Hardscape, du hast ein bisschen was an Technik. Alles nicht in Übermengen, weil der Laden ist ja auch nicht sehr groß. Dafür aber trotzdem top sortiert und top Auswahl, top Service. Ja, dann das Geschäft ist jetzt erst 1,5 Jahre alt, ist aus dem Hobby entstanden, aber prinzipiell ist er schon seit 15 Jahren in der Branche, kennt sich also aus, hat im Import, im Export, in anderen Fachgeschäften gearbeitet, im Großhandel, also er hat sehr viel Ahnung und ist sehr weit in seinem Wissen und man sieht es ja auch, er setzt das ja auch gut um. Und dann habe ich ihn gefragt, was sind so eure Ideen für die Zukunft? Was soll so kommen? Er möchte auf den sozialen Medien aktiver werden, um insgesamt mehr Leute fürs Hobby zu begeistern. Also jetzt nicht nur Aquascaping oder so, sondern insgesamt Leute an die Aquaristik zu holen oder in die Aquaristik zu holen und da halt einfach mehr Kunden zu gewinnen und mehr Leute dafür zu begeistern. Dann habe ich gefragt, was sind so eure typischen Kunden? Aktuell sind es ca. 30% Frauen, ca. 70% Männer. Auch hier, der Frauenanteil steigt. Also das hatten wir ja schon mal gehört vom Herrn Archie und seiner Frau Joanne, dass auch da mehr Frauen kommen. Genauso hier. Es kommen langsam mehr Frauen. Bis vor einiger Zeit, sagte er, waren es fast nur Männer. Jetzt kommen auch mehr Frauen dazu. Haben wir ja schon gesagt, liegt unter anderem an den Kollegen, was da hinter dir im Becken sind, ne? Hier an den Kampffischen. Ja, an den Betters, unter anderem dadurch kommt es. Ja, dann haben wir hier überwiegend jüngeres Publikum im Geschäft und die sind, sagen wir mal so, wie soll ich sagen, interessiert an schönen Einrichtungsgegenständen und wie gesagt, tolle Produktauswahl. Alles, was der Sascha gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Ich bin total begeistert von dem Geschäft und hoffe, dass sich das Konzept durchsetzt und die viel Erfolg haben werden. Genau. Das ist eigentlich moderne Aquaristik und keine klassisch konservative Aquaristik, wie es hier normalerweise in Taiwan geführt wird mit den leeren Becken und nur auf Fischen, sondern halt auf Europa angelehnt. Ja, genau. Das Ziel von Taiwan ist es ja auch und von dieser Tour hier, dass die Leute hier von uns aus Deutschland auch lernen, wie sie Konzepte besser umsetzen in Richtung Aquariengestaltung und so weiter und so fort, weil das Thema hier leider noch, oder was heißt leider, es gibt es hier halt noch nicht so oft und so professionell. Ja, gut, dann würde ich mich schon mal verabschieden und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Stopp. Genau. Ciao. Ja, und ich sage auch auf Wiedersehen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, teilt meinetwegen gerne auch das Video und wir sehen uns dann im nächsten Shop wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.